Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video. Zum zweiten Mal fange ich ein Video beim Fahren im Auto an. Wir sind voll geparkt. Tobias, sag mal Hallo. Hallo. Wir fahren nach Kraichgau. Das ist eine Region unter Heidelberg, also nicht so weit weg von uns, 1,5 Stunden ungefähr. Und dort macht mein Mann morgen seinen ersten Ironman. Ja. Es ist sehr aufregend. Ich freue mich auf den Tag. Tobias ist wahrscheinlich Ein bisschen mehr aufgeregt? ja eher aufgeregt. Genau, aber ich habe mir gedacht, das ist etwas ganz, ganz Besonderes und ich möchte diese Erinnerungen auch für uns festhalten und deshalb gibt es einen YouTube-Vlog. Also, ich nehme euch mit, lasst uns mal schauen, was wir da erleben. Heute gehen wir zusammen zur Expo. Wir packen das Auto aus. Es ist wirklich sehr, sehr voll mit dem ganzen Triathlon-Zeug und ja, eine Tasche von mir. Das Wetter ist auch sehr wechselhaft. Ich bin auch gespannt, wie das morgen ist. Aber wir machen das Beste draus, oder? Ja. Ja. Nützt ja nichts. Okay, wir sind angekommen und gehen gerade zur Anmeldung. Willst du ein paar Worte sagen? Ich bin heute sprachlos. Sprachlos. Oh. Ja, sehr aufgeregt. Okay, Bin gespannt, wie es morgen ja. wird. Ich Also- laufe mich schon mal ein. Ja, lauf dich ein. Wir sind in Bad Schönborn. Ja. In Bad Schönborn und es sei nicht ganz cool hier. Sie haben ganz viele Straßen abgesperrt und die Teilnehmer, die sich anmelden müssen, können hier in der Nähe parken. Es hat ein bisschen gedauert, einen Parkplatz zu finden, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich vermute, die Gemeinde hier bekommt wahrscheinlich Geld Ja. davon, also von den Organisatoren oder Veranstaltern. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein bisschen unfair den Bewohnern gegenüber, weil die Leute hier die ganzen Straßen blockieren. Lass uns mal schauen, was man da bei der Anmeldung so alles findet. Hier, Carbo-Loading. Okay, danke. Loade bitte dich. Loade dich. So, diese Triathlon-Geschichte ist wirklich kompliziert. Erstens hat man ganz viele Sachen dabei und zweitens muss man alles richtig, richtig gut planen und sehr gut organisieren. Wir haben jetzt die Startnummern abgeholt, die Rucksäcke abgeholt und der nächste Punkt ist, wir müssen die erste Tasche bei der zweiten Transition abgeben. Das heißt, die Tasche mit den Laufsachen müssen wir gleich hier abgeben und dann fahren wir weiter zu dem See, wo sie drin schwimmen und dort geben wir dann die Tasche und das Fahrrad. Sehr spannend. Ich freue mich und die Athleten, unsere Hobbyathleten, inklusive meinem Mann, sind alle ein bisschen aufgeregt. Die Sonne knallt. Das ist übrigens umgangssprachlich. Also knallt bedeutet, die Sonne ist sehr, sehr stark. Ich habe mir ein Visier rausgeholt aus meiner Tasche und warte hier, bis mein Mann mit dem ganzen Umpacken fertig ist. Leute, bevor ich das vergesse, bitte denkt daran, dieses Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Das ist euer Dankeschön für meine fleißige Arbeit. Heute ist Wochenende, ich arbeite trotzdem. Also bitte unterstützt mich mit einem Daumen nach oben. Das ist die Ziellinie. Die Tasche ist gepackt.
Leute, es ist ein bisschen kühl geworden. Wir haben zum Glück alles erledigt und gehen jetzt mit 2 Freunden essen. Tobias ist sehr aufgeregt, aber ich denke, es wird schon alles. Es wird alles gut. Ja, und ich wollte euch nochmal sagen, dieses Video wird von Preply unterstützt. Preply ist eine Plattform mit tausenden qualifizierten Lehrern und Lehrerinnen. Wenn du Deutsch mit einem Privatlehrer lernen möchtest, dann schau dir unbedingt Preply an. Also mit einem Privatlehrer kannst du natürlich am besten an deinen persönlichen Zielen arbeiten. Wenn du eine Prüfung schreiben möchtest, wenn du dich zu einem Jobinterview vorbereiten willst, wenn du ein konkretes Ziel hast, dann kannst du an genau diesem Ziel mit einem Lehrer arbeiten. Ich werde euch den Link zu Preply unter dem Video hinterlassen. Also klicke unbedingt auf den Link und buche deine erste Stunde mit einem Privatlehrer bei Preply. Und denk daran, meinen Code zu benutzen, Natalia50, dann bekommst du noch 50% Rabatt auf deinen ersten Unterricht. Viel Spaß! Und wir gehen jetzt essen, danach schlafen. Wir brauchen für morgen ganz viel Kraft. Drück uns die Daumen. Jetzt geht's los. 70.3 Kreischer. Jetzt melde ich mich endlich live vom... Ja, wo bin ich hier? Jetzt muss ich erstmal mit meinem Leben klarkommen. Es war sehr aufregend, ein sehr, sehr, sehr aufregender Morgen. Ja, ihr habt gesehen, hoffentlich, wir haben unsere Jungs beim Schwimmen gesehen, wir haben die in der Transition gesehen, wir haben sie auf den Rädern gesehen und danach sind wir zum Auto gelaufen. Ich habe hier mein Plakat und laufe jetzt nach vorne an die Straße. Da werde ich von einem Kumpel abgeholt. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, dass wir Tobias an 3 verschiedenen Stellen auf dem Fahrrad sehen können. Das ist wirklich nicht nur für die Athleten ein anstrengender Tag, sondern auch für die Zuschauer. Man hat keine Zeit für nichts. Ich habe gerade noch ganz schnell am Auto einen Joghurt gegessen. Ansonsten passiert hier nicht so viel, außer vom Ort zu Ort rennen. Aber es macht Spaß. Und ich bin sehr stolz auf die Jungs. Die waren super schnell beim Schwimmen. Zieh, Tobi! Boost, Boost, Boost! Wir freuen uns mit Tobias. Pizzakartons in der Hand, das kann nur eins bedeuten. Ja, was denn? Wir hatten gestern ein Race. Ja. Ja, Spaß beiseite. Wir sind zu Hause. Ich habe das Gefühl, dass ich gestern einen Ironman gemacht habe. So müde bin ich. Wie geht's Bist dir? auch viel gelaufen. Wie geht's dir? Eigentlich gut. Ich habe halt sehr Muskelkater, nachdem ich 5 Wochen nicht trainieren durfte. Nicht richtig. Darüber haben wir, glaube ich, gar nicht gesprochen. Kannst du ein bisschen kurz die Geschichte zusammenfassen, warum du 5 Wochen nicht trainiert hast? Vor 5 Wochen habe ich Entzündungen in beiden Knien bekommen und der Arzt hat gesagt, ich darf bis zum Triathlon nicht mehr laufen und auch nicht mehr Fahrrad fahren. Mhm.
Ja, also was hast du 5 Wochen gemacht? Ich bin geschwommen und habe Yoga gemacht und habe mich gestretcht. Und Genau. wie lief es gestern? Ja, war gut. Also der Lauf war schrecklich. Ja, Aber also wirklich, das kann man nur nachvollziehen, wie schrecklich dieser Lauf war, wenn man dabei war und das Gesicht von Tobias sehen konnte. und meine Lauftechnik. Ja, wirklich. Ja, Schwimmen war super. Fahrradfahren war grundsätzlich auch gut. Da konnte ich zumindest mein Knie gut schonen. Aber Hattest du Schmerzen beim Fahrradfahren? ja, schon. Aber es war machbar. Okay. Aber das Laufen war halt wirklich schrecklich. Aber ich habe es geschafft. Das ist das Einzige, was zählt. Yay, du hast es geschafft. Ja, Super, und ich bin so stolz auf dich. Danke, ich auch. Und jetzt habe ich Muskelkater und Knieschmerzen. Aber bin happy, dass ich es gemacht habe. Würdest du das nochmal machen? Ja. Auf jeden Fall nächstes Jahr. Das ist so lustig, Leute. Man leidet freiwillig und trotzdem am Tag danach sagt man, ja, ich will das nochmal machen. Ja, aber ich habe auch gestern schon gesagt, dass ich es nochmal machen würde, weil ich meine, ich habe 195 Tage dafür trainiert Ja, und Disziplin, Genau. Hashtag Disziplin. ich habe halt gemerkt, dass mir das gut tut und was das Training mit mir gemacht hat, jetzt nicht unbedingt das Rennen selber. Und deswegen wusste ich eigentlich vorher schon, wenn das jetzt nicht komplett schrecklich wird. Ich meine, das Laufen war schrecklich, aber der Rest war halt in Ordnung. Und ich weiß, dass das Laufen anders gewesen wäre, hätte ich die Knieprobleme nicht gehabt. Ja, Und deswegen wusste ich eigentlich vorher schon, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich das auch nochmal machen würde. Ich meine, in 1,5 Monaten mache ich noch eine kürzere Distanz, aber noch einen Triathlon. ja, Und was machst du dann? in Hamburg die olympische Distanz und in 2,5 Monaten nochmal Frankfurt Yay, mit dir zusammen. mein zweiter Sprintdistanz. Triathlon. Yay. Und da mache ich auch eine längere Distanz als letztes Jahr. Ja, Diesmal Sprint. genau. Ja, da freue ich Deswegen. mich schon drauf. Aber lustigerweise, nach dem Marathon in Sevilla, habe ich ja auch gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich noch mal einen Marathon laufe, weil das so anstrengend war. Ja. Und wie lange hat das gedauert? Nicht einen Tag, also ich glaube 3 Tage. ein bisschen länger. Vielleicht eine aber, Woche. Ja, dann habe ich gedacht, nee, ich muss das noch mal machen. Ja. Okidok, die ganzen sportlichen Updates kommen dann natürlich noch bei Instagram und hier bei YouTube. Ich wollte noch eine Sache ankündigen. Am 11. Juni gibt es ein kostenloses Webinar von mir. Das Webinar ist nicht öffentlich, also du musst dich anmelden. Wir sprechen darüber, warum viele Leute seit Jahren Deutsch lernen und nur ganz kleine Fortschritte machen. Und wie man in kürzerer Zeit, zum Beispiel in 8 Wochen, viel mehr Fortschritte machen kann. Wir gehen auf 3 typische Fehler ein und dann zeige ich euch, wie man mit einem System viel schneller Fortschritte machen kann und viel schneller auf Deutsch anfängt zu sprechen. Den Link zur Webinar-Anmeldung werde ich euch in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar hinterlassen. Falls du dieses Video mit deinem Fernseher schaust, dann scanne einfach diesen QR-Code und melde dich kostenlos für das Webinar an. Ich freue mich drauf, ich habe schon so viele Sachen vorbereitet. Das wird der Hammer. Das war's von uns für heute. Bis Ich hoffe, bald. ihr hattet ganz viel Spaß und ich hoffe, dass ihr für Tobias Genauso viel Spaß wie wir. genauso viel Spaß wie wir. Ich hoffe, dass ihr für Tobias gejubelt habt, genauso wie ich. Wir sehen uns in meinem kostenlosen Webinar am Donnerstag und dann am Sonntag in einem neuen Video. Bleibt dran und bleibt fleißig. Tschüss! Ciao.